Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Tutorial. Heute möchte ich euch mal etwas Ausgefalleneres zeigen, und zwar, wie ihr solche Applikationen mit Zottelplüsch machen könnt. Das Ganze sind Negativapplikationen, das heißt, der Zottelplüsch liegt hinter dem eigentlichen Trägerstoff und in den Trägerstoff wird dann ein Loch geschnitten und dadurch kommt dann der Zottel so hervor und es ergeben sich diese coolen Effekte, entweder mit verschiedenfarbigen Zottelstreifen oder hier eben einfarbig, dieser kleine Stern, den ich auf dieses Babykissen gemacht habe. Und da kann man wirklich richtig coole Sachen machen, auch für Decken, nicht nur für Kissen, sondern wirklich eben auch für Decken oder für Kleidungsstücke, was auch immer ihr euch überlegt. Und da zeige ich euch einfach, wie ihr das Ganze machen könnt. Als allererstes bereite ich mir jetzt den Trägerstoff vor. Ich habe hier ein Quadrat ausgeschnitten, weil ich gerne dieses Kissen machen möchte, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und auf dieses Kissen lege ich jetzt meine Vorlage. Die könnt ihr euch bei uns auf der Webseite runterladen. Und aus dieser Vorlage habe ich mir das Herz ausgeschnitten. Und dieses Herz, das zeichne ich mir jetzt mit einem Trickmarker nach. So, der Trägerstoff ist damit schon erstmal fertig. Dann mache ich jetzt weiter mit dem Zottelteil, den ich jetzt hinter dieses Herz nähen werde. So, ich brauche jetzt genau 5 Stück von diesen Zottelstreifen. Auch dafür habt ihr eine Vorlage im Schnittmuster, wenn ihr das eben auch so streifenartig machen wollt. Und die zeichne ich mir jetzt als erstes vor auf dem Zottelplüsch. So, und was jetzt ganz wichtig ist beim Ausschneiden, ist, dass ihr wirklich nur den Trägerstoff durchschneidet und nicht die Zotteln. Das heißt, die Stoffkante, die muss nachher aussehen wie die hier vorne, damit wirklich alle Zotteln noch in ihrer Originallänge sind und nicht abgeschnitten werden, weil das sieht man sonst später und das sieht nicht so schön aus, einfach wenn da so kurze Zottelstückchen an der Naht rausschauen. Ich schiebe dazu einfach die Schere unter den Zotteln durch und man merkt es auch beim Schneiden, wenn der Widerstand unter der Schere ein bisschen größer ist, dann schneidet man immer die Zotteln mit ab, und wenn es sich relativ leicht schneiden lässt, dann habt ihr wirklich nur den Trägerstoff erwischt. Also hier seht ihr zum Beispiel, hier habe ich die Zotteln mit abgeschnitten, aber der Rest der Stoffkante, der sieht eigentlich ganz gut aus. Und diese kleine Ecke da, die ist schon vernachlässigbar. So. Und von diesen Streifen braucht ihr jetzt insgesamt 5 Stück. So, diese Streifen stecke ich jetzt nacheinander rechts auf rechts zusammen und nähe sie dann an diesen zusammengesteckten Kanten aneinander. Ich fange mit den obersten Streifen an. Und ganz wichtig beim Zusammenstecken ist jetzt, dass ich die Zotteln an der Stoffkante vor dem Zusammenstecken mit dem Finger nach innen schiebe, sodass keine Zotteln über der Stoffkante rausschauen. Zum einen habt ihr dadurch dann ein bisschen freiere Sicht unter der Nähmaschine und zum anderen habt ihr hinterher keine Zotteln in der Naht stecken, weil das sieht man nämlich. Dann müsstet ihr die mit der Nadel halt einzeln herauszupfen und so
habt ihr keine Zotteln in der Naht und habt wirklich einen schönen Übergang zwischen den einzelnen zusammengenähten Zottelstreifen. So, jetzt habe ich 2 Streifen aneinander und jetzt stecke ich mir direkt den nächsten Streifen auch wieder fest. Dann kann ich alles in einem Rutsch durchnähen. So, jetzt ist alles zusammengesteckt und jetzt kann ich hier nacheinander die einzelnen Kanten mit der Nähmaschine zusammennähen. Bevor wir jetzt dieses Zottelstück benutzen können, um es hinter die Herzform zu nähen, muss ich noch eine Sache machen, und zwar ein Stickvlies aufbügeln. Das ist wirklich relativ wichtig, weil der Zottelplüsch sich stark dehnt und mein Kissenteil genauso, und ich habe es auch ohne Vlies probiert und es verzieht sich einfach viel zu sehr. Das heißt, wenn ihr ein Vlies habt, benutzt es auf jeden Fall. Ich werde jetzt hier ein Bügelvlies nehmen, weil sich das leichter ablösen lässt, und dafür bügele ich mir als erstes mal die Stoffkanten ein bisschen auseinander, die Nahtzugaben, also flach bügeln. Und jetzt nehme ich mir ein Stück Stickvlies in der Größe von diesem Zottelstück und bügle das auf. So. Ihr seht jetzt hier, dass sich das relativ leicht wieder ablösen lässt. Das ist tatsächlich halt auch so gewollt. Es hilft trotzdem, dass sich der Stoff einfach beim Nähen nicht verzieht und besser transportiert wird. Und deshalb mache ich genau das Gleiche jetzt auch nochmal auf der Rückseite von dem Trägerstoff. So, und jetzt schneide ich diese Form, die ich mir vorgezeichnet habe, genau entlang der Linie aus. So, jetzt haben wir hier diese Kissenvorderseite mit diesem Loch ausgeschnitten, und jetzt kann ich mein Zottelstück darunter legen und feststecken. So,
bisschen schauen, dass an allen Seiten auch noch Zottel ist. So. Und jetzt stecke ich die Ränder hier mit dem Zottelplüsch zusammen. So, wenn ihr das jetzt festgesteckt habt, dann kommt jetzt der Teil, wo ihr die Zotteln seitlich an der Stoffkante nach innen ziehen müsst. Und zwar könnt ihr das an den meisten Stellen so mit dem Finger machen, einfach so ein bisschen rausstreichen, dass diese Zotteln, die halt jetzt unter dem Stoff sich befinden, rauskommen. Ich nehme mir da auch gerne hier so eine Nadel zur Hilfe und ziehe die Stück für Stück unter diesem Trägerstoff hervor. So, alle Zotteln sind rausgezogen und jetzt können wir den Trägerstoff mit dem Zottel zusammennähen, indem wir halt um diese Stoffkante herum einmal die ganze Form nachnähen. So, damit ich jetzt so nah wie möglich an der Stoffkante entlang nähe, wähle ich jetzt die äußerste linke Nadelposition. Und jetzt versuche ich immer, dass die Stoffkante hier an dieser Seite vom Nähfüßchen liegt und dann habe ich wirklich einen Stich, der relativ nah an der Stoffkante ist. So, jetzt können wir das Stickvlies entfernen. Als erstes mache ich das hier von dem Zottelteil. Und jetzt von dem Trägerstoff. Da müsst ihr den Zottelstoff ein bisschen hochziehen, dann müsste das aber eigentlich ganz gut klappen. Erst von der Rückseite und wenn ich das hier hinten jetzt überall abhabe, dann entferne ich noch diesen schmalen Streifen, der dann noch auf der Vorderseite übrig bleibt. So, damit ist unsere Applikation jetzt fertig. Ihr seht, man kann damit wirklich einen richtig coolen Effekt erzeugen, gerade wenn man das so mehrfarbig macht. Aber ihr könnt es natürlich auch einfarbig machen. Auch da kann man tolle Formen benutzen und dieser Effekt, dass das dann halt hier so ein bisschen erhaben ist, so 3D-mäßig, ist wirklich richtig cool und ich denke, damit kann man viele Kissen und Decken wirklich toll aufpeppen.
Noch ein Hinweis, ich habe bei dem Kissen hier den Zottelplüsch gegen den Strich eingenäht. Das heißt, der lässt sich von unten nach oben glatt streichen, aber dadurch wirkt das Ganze halt noch ein bisschen wuscheliger als jetzt bei diesem Kissen. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag.